In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man aus so einem Körbchen, was ja manchmal mit Clementinen, Orangen, Mandarinen, manchmal auch im Baumarkt, hier war zum Beispiel Islandmoos drin, das heißt, solche Körbchen gibt es ja immer mal wieder, aber gerade auch in der Obst- und Gemüsetheke, da könnt ihr mal gucken, manchmal werden da die Früchte dann so eingepackt und wie man daraus ein schönes, einfaches Pflanzgefäß machen kann, das zeige ich euch jetzt gleich. Das ist ein kleiner Jutesack. Der ist ein kleines bisschen größer. Hier habe ich einfach ein Stück von dem Jutesack abgeschnitten. Dann der untere Teil von dem Sack. So, jetzt ist die Heißklebe endlich heiß genug. Also vorsichtig, also umschlagen. Und hier ein bisschen Spannung drauf, aber das ist aber ganz gut. Umso schöner sieht es nachher eigentlich aus. Das heißt, wenn man es geschafft hat, das so drüber zu kriegen, sieht es echt nett aus. Und falls ihr jetzt nicht das nähen wollt und habt jetzt nicht so ein Sackende, dann könnt ihr das auch einfach mit Juteband oben auch so verkleiden. Also ich habe das jetzt gerade durch den Vorteil so einfach verhüllen können. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn innen drin jetzt kein Jute wäre. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das nun, dass diese ganzen losen, schneide ich erstmal ein bisschen was ab und dann wird hier das umgeklebt. Auch so in sich verschlungen. Also erstmal unten festkleben und dann oben drüber. Autsch, oh, mal wieder passiert. Nicht richtig aufgepasst. Das ist halt bei einem durchlässigen Stoff, insbesondere wenn er so viele Löcher hat, umso schwieriger. So. Jetzt noch ein bisschen weiter runter. Dann nehme ich mal ein bisschen die Schere zur Hilfe, damit ich jetzt gerade die nächsten Brandblasen mir hole. So, aber das sieht doch schon mal echt ganz nett aus. Und da ich jetzt frisch, also Pflanzen reinmachen möchte, also frisch, wo auch vielleicht Feuchtigkeit drin sein kann, und ich es aber auch auf dem Tisch oder ich weiß noch nicht, wo ich es hinstellen möchte, deswegen hole ich jetzt nämlich eine Folie, nämlich so Gefriertüten, die einfach dicht sind, um die dann unten, damit die Pflanzen Feuchtigkeit bekommen können, ohne dass die Dekoration zerstört wird. Also die Gefriertüten, die habe ich jetzt so klein runtergedrückt, weil ich möchte nicht, dass die Tüten nachher zu sehen sind. Das sind ja nur der Nässeschutz für die Pflanzen. So, hier habe ich die Pflanzen. Jetzt muss ich mal gucken,
wird nicht ganz reichen. Der Topf ist zu groß, das heißt, ich werde die jetzt hier unten ein bisschen abnehmen müssen. Also das ist ein bisschen Erde weg. Ich habe das jetzt, wollte mir nicht die Tischdecke so verdrecken, deswegen habe ich jetzt hier einfach ein bisschen was weggenommen. Und jetzt kommt dieses Päckchen aber in diese Folie rein. Überlegen, ob das grau vielleicht zu langweilig aus. Ich hätte da noch Christrosen. Ich glaube, das sieht ganz süß aus. Jetzt hier eine Christrose rein. Ach, ich mache es, glaube ich, so, dass ich sogar noch eine Christrose, wenn ich noch eine habe. Dann rutsche ich mal das Rote in die Mitte. Die Christrose, die andere kommt auf die rechte Seite. Ruhig, weil auch nichts an ihrer Wurzel zu machen. Oh, jetzt habe ich doch die Sauerei geschafft. Sowas macht man ja auch nicht auf einer Tischdecke, sondern normalerweise im Garten. Aber Ideen müssen manchmal einfach umgesetzt werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Manchmal mache ich mir dann schon ein bisschen mehr Arbeit, aber wie heißt es bei einem Baumarkt? Genau, mir zählt manchmal nur das Projekt, wie in diesem Fall. So, das heißt, es sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Das heißt, hier haben wir die roten Beeren drin, die 2 Christrosen. Und jetzt brauchen wir natürlich einen besonderen Kick, irgendwas Persönliches, irgendwas, das noch ein bisschen mehr. Ich habe hier, wenn es weihnachtlich schon werden soll, hätte ich hier so Holzteile, die könnte man auch hier oben drauf setzen. Aber da wir im Moment noch in der Zwischenzeit sind, zwischen Winter und Herbst, so gerade am Umbruch, glaube ich, würde ich auf das Herz gehen. Ich habe ja noch solche Anhänger gefunden, die man dann, wenn es jetzt weiter im Winter wäre schon, könnte man das auch so dranhängen. Und das wäre ein wunderschönes Mitbringsel als Geschenk. Total nett. Aber ich werde dieses Herz nehmen. Und die Frage, wie rum? Ich jetzt diese Holzseite eher nehme oder ich glaube, ich nehme dieses graue, bisschen dezent, mit Herz, aber dezent. Und auf die andere Seite werde ich es identisch machen. Ich mache hier noch ein Herz, ein kleines Loch, das ist aber auch nicht schlimm, das ist ja Natur. Also die habe ich jetzt fertig geholt, aber wenn ihr so dünne Rinde bei eurem Waldspaziergang findet. Manchmal sind Bäume, die liegen schon ganz lange auf dem Boden und dann kann man die dünne Schicht einfach abnehmen, trocknen lassen, dann könnte man das selber ausschneiden. So, auch da mache ich wieder Heißkleber hinten dran. Herz drauf. Das sieht doch schon mal super süß aus. Ich kann überlegen, ob ich noch irgendetwas. Ich glaube, das wird dann einfach zu viel. Nur zum Abdecken. Da nehme ich jetzt noch. Mal gucken, was ich dazu nehme. Ob ich jetzt so Islandmoos nehme. Nein, da hole ich mir jetzt noch grünes Moos. Beziehungsweise, ach, hier habe ich sogar noch. Ist zwar schon trockener, aber ist gar nicht verkehrt, weil es ja hier an den Rand geht von dem Körbchen. Das heißt, dann nehme ich mir dieses trockene Moos und damit decke ich die Erde so ein bisschen ab. Das wirkt dann noch alles etwas hochwertiger und man sieht die Folie nicht. So, hier, ne? Man könnte auch hier noch sonst ein Herz reinstecken, so ein selbstgebundenes aus Moos, aber mir reicht das jetzt einfach als kleine Dekoration jetzt für
den Herbst. Ich glaube, ich werde mir das auf die Fensterbank von draußen zur Küche stellen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und ihr seht, viel Material brauchte man eigentlich nicht.